Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und mit unserem Campervan bereisen wir derzeit ausgiebig Europa. Seit gut 2 Monaten sind wir nun in Portugal unterwegs und absolut fasziniert sowohl von der abwechslungsreichen Natur, der beeindruckenden Atlantikküste, den kilometerlangen Traumstränden und der imposanten Steilküste, als auch von den sehenswerten Städten. Im heutigen Video kriegen wir nochmal echte Highlights zu sehen. Wir besuchen einen der berühmtesten Küstenabschnitte der Algarve und erkennen einmal mehr, warum so viele Menschen gerne hierher kommen. Fast noch mehr überrascht sind wir aber von einem ganz anderen Strand. Wir verbringen Zeit auf einem Campingplatz mit direktem Blick auf einen Flughafen, gehen in einem Vogelschutzgebiet spazieren und vieles mehr. Kommt mit! Hallo zu unserem letzten Video von der Algarve, zu unserem letzten Video aus Portugal. Wir hatten ein paar wirklich wahnsinnig schöne Wochen hier, aber jetzt ist es langsam an der Zeit für uns weiterzuziehen Richtung Südspanien, denn auch da soll es ja ein paar schöne Ecken zu erkunden geben. Heute und in den nächsten Tagen werden wir aber noch mal so einmal richtig in die Algarve eintauchen. Wir haben ein paar Sachen auf dem Zettel, die wir uns hier auf jeden Fall noch anschauen wollen, und ich würde sagen, los geht's! Geschlafen haben wir hier übrigens in Guia, in der Nähe von Albufeira, auf einem Platz, den wir euch in unserem letzten Video schon kurz vorgestellt haben. Hier waren wir etwas länger, um auch mal wieder Wäsche zu waschen und natürlich, um am nächsten YouTube-Video zu arbeiten. Von hier fahren wir jetzt noch ein letztes Mal ein Stück zurück Richtung Westen, um uns eines der bekanntesten Fotomotive hier an der Algarve anzuschauen. Wir sind jetzt am Praia da Marinha, an einem der bekanntesten, berühmtesten und vermeintlich schönsten Strände an der gesamten Algarve. Schauen wir mal, was da so dran ist. Ja. Als allererstes müssen wir jetzt aber erstmal eine Viertelstunde dahin laufen, denn an allen Parkplätzen direkt an der Küste sind Wohnmobile scheinbar verboten. Aber hier gibt es diesen großen Sandplatz als Ausweichstelle. Ja. Ein Katzenhotel. Da sind ganz schön viele Algen am Strand und man riecht es auch. Ja, das ist schade, ne? Und es ist auch irgendwie ein bisschen Flut. Ja. Ich glaube, wir haben nicht den allerbesten Tag erwischt heute. Aber es ist auch so schön. Ja, ja, auf jeden Fall.
Also ich habe die Drohnenaufnahmen bisher ja nur während des Fluges auf dem kleinen Handybildschirm gesehen, aber das ist wirklich schön. Das ist wirklich beeindruckend. Also ein sehr, sehr cooler Küstenabschnitt hier. Ob das jetzt der schönste von allen Stränden und Küstenabschnitten ist, weiß ich nicht. Dafür haben wir heute vielleicht ein bisschen Pech mit den vielen Algen. Aber er ist auf jeden Fall sehr weit oben auf der Liste, also auch auf unserer, glaube ich. Ja, Tina? Ist schön. Das war sehr schön. Jetzt fahren wir aber wirklich endgültig Richtung Osten und Richtung Faro. Weiter geht's. Wir sind an unserem nächsten Ziel angekommen, aber bevor wir uns hier umgucken, machen wir gerade noch eine kurze Kaffeepause. Und da gehören in Portugal natürlich Pastéis de Nata dazu. Diese kleinen Pudding-Törtchen werde ich auf jeden Fall vermissen in Spanien. Die sind so wahnsinnig lecker. Ach ja, wir haben das schon gut, das kann man nicht anders sagen. Was diesen Strand von den meisten anderen, wo wir bisher waren, unterscheidet, ist, dass der Wind hier vom Landesinneren kommt und durch diese Steilküste ist es halt geblockt. Das heißt, ja, hier herrscht Windstille. Das lässt es alles gleich nochmal sehr viel wärmer und schöner und gemütlicher erscheinen. Und die Wellen sind auch super niedrig im Verhältnis zu dem, was wir bisher so gesehen haben. Echt schön hier. Ich sag's euch, ich wünschte, wir könnten ewig hier bleiben, aber wir haben leider noch keinen Schlafplatz für die Nacht und mit Freistehen ist es hier ein bisschen schwierig. Es gibt einen Campingplatz, der uns empfohlen wurde, nur ein paar Minuten von hier, der dann auch fußläufig zum Strand liegt. Der ist allerdings zurzeit ausgebucht. Wir verlinken euch den aber unten, falls ihr euch den auch anschauen wollt. Den wir uns jetzt angeguckt haben, der liegt noch so 40 Minuten von hier auf einer Insel vor Faro. Da fahren wir jetzt hin und gucken, ob wir da noch einen Platz bekommen.
Das hat geklappt. Wir haben noch einen Platz bekommen. Also ich würde auch sagen, der ist vielleicht so 10% ausgebucht. Ja. Trotzdem gibt es feste Plätze und wir dürfen uns nicht irgendwo hinstellen, wo kein anderer ist, sondern seht ihr schön in Reihe und Glied gestanden. Ja. 10 Euro die Nacht ohne Strom. Ja. Das ist Und fein. ja, das war. Gucken wir mal. Ja. Heute ist einer dieser Tage, es ist schlechtes Wetter draußen, es ist kalt, es ist windig, es ist ungemütlich. Ich glaube, wir werden unseren Van heute nicht verlassen. Guten Morgen! Gestern waren wir den ganzen Tag hier auf dem Campingplatz und haben unseren Van im Grunde nicht verlassen. Wir hatten so einen richtigen Schlechtwettertag. Es war kalt, es war windig, es war ungemütlich. Es hat immer wieder geregnet. Jetzt scheint aber die Sonne und deswegen wollen wir das nutzen, um uns ein bisschen die Füße zu vertreten. Wir haben uns einen kleinen Wanderweg hier durch den Nationalpark rausgesucht. Ein Spaziergang, ein Rundwanderweg von knapp 10 Kilometern. Wir sind also ein Weilchen unterwegs, ja. Aber ich glaube, das ist genau das Richtige. Also, los geht's! Südlich von Faro erstreckt sich auf einer Fläche von rund 170 Quadratkilometern der Naturpark Ria Formosa. Er gilt als einer der 7 Naturwunder Portugals und als eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete Europas. Der Naturpark besteht aus einem weitläufigen Lagunensystem, dessen Erscheinungsbild stark von den Gezeiten abhängig ist. Es gibt riesige Salzseen, der Küste vorgelagerte Inseln, Sumpfgebiete, aber auch Wälder und landwirtschaftlich genutzte Flächen. So vielfältig wie die Lebensräume sind auch die hier vertretene Flora und Fauna. Vor allem Vogelliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, denn die Lagune beheimatet sowohl zahlreiche heimische Arten, ist aber auch ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel auf ihrem Weg von Europa nach Afrika und zurück. Fühlst du dich schon wieder, als wärst du auf Safari? Ja, fast. Bisschen kleinere Tiere. Ja, braucht ein größeres Objektiv. Wer Glück hat, kann zudem auch Seepferdchen oder Chamäleons entdecken. Das Glück hatten wir nicht, aber für einen ausgiebigen Spaziergang eignet sich der Naturpark in jedem Fall hervorragend.
Bist du eine Golferin? Noch nicht, kann ich aber sein. Wenn ich dafür da wohnen darf. Nee, ich glaube, es ist andersrum. Wer da wohnt, darf hier golfen. Wir haben uns übrigens dazu entschieden, uns die Stadt Faro nicht anzuschauen. Von allem, was wir so gelesen haben, ist das nicht so wirklich sehenswert. Wir bleiben dann lieber noch ein bisschen hier in der Natur. Ja. Das ist kein Sand oder Schnee, sondern das ist Salz. Hier sind gerade überall so Salzgewinnungsbecken. Ganz interessant. Ehrlicherweise sehen die gar nicht so appetitlich aus. Nee, das stimmt. Es ist wirklich ganz schön erstaunlich, dass dieser Flughafen hier halt im Grunde mitten in dem Naturpark ist, gerade weil das eben so ein Vogelschutzgebiet auch ist. Dass das koexistieren kann, erstaunt mich. Ja. Direkt hier neben dem Flughafen gibt es einen großen Parkplatz, wo man offensichtlich mit dem Wohnmobil stehen kann. Ist eigentlich erstaunlich, dass es wahrscheinlich nicht im Naturschutzgebiet ist, denn sonst würde es ja nicht gehen. Aber man muss auf jeden Fall tiefen Schlaf haben, weil die Flugzeuge sind echt richtig laut. Ja. Magst du Shrimps? Frittiert. Natürlich, alles frittiert. Macht gute Tricks. Das war sehr schön, aber wir haben uns auch sagen lassen, dass man hier sehr, sehr gut Kajak fahren kann. Und da haben wir uns gesagt, ja, lass das doch mal machen. Tina hat keine Lust, das ist auch in Ordnung. Ich paddel jetzt mal alleine los. Während ich mich hier kurz ausruhe und ein bisschen treiben lasse, kann ich euch kurz eine Kleinigkeit zu den Kameras erzählen, mit denen ich hier gerade filme. Denn ja, hier auf dem Wasser habe ich natürlich nicht unsere richtige Kamera, unsere große Kamera mit Gimbal und allem Schnickschnack dabei. Das wäre viel zu riskant. Ich kenne mich, ich würde die hier beim Wasser wahrscheinlich fallen lassen und zerstören. Stattdessen habe ich eine kleine Action-Cam dabei und auch noch eine 360-Grad-Kamera an einem 3 Meter langen Selfie-Stick für die besonderen Aufnahmen. Beide Kameras sind absolut wasserdicht, sodass ich mir um das Wasser hier keine Sorgen machen muss. Und beide Kameras sind von Insta360. Das erzähle ich deswegen so explizit. A, weil wir die Kameras von Insta360 richtig gut finden und damit super viel filmen, wie jeder wahrscheinlich weiß, der schon ein paar Videos von uns gesehen hat. Aber auch, weil Insta360 der Sponsor unseres heutigen Videos ist. Vor allem, um euch wissen zu lassen, dass ein paar Tage lang jetzt noch der Insta360 Weihnachts-Sale läuft. Wenn ihr also auf der Suche noch nach einem Weihnachtsgeschenk seid oder euch auch einfach selbst ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann schaut da mal vorbei. Ihr könnt bis zu 85 € sparen auf die Insta360 One AS, die modulare Action-Cam, die mit unterschiedlichen Modulen sowohl 4K als auch 360 Grad filmen kann und die mich hier jetzt gerade filmt, auf die gibt es 60 € Rabatt. Und wenn ihr über unseren Link unten in der Videobeschreibung bestellt, gibt es auch noch ein gratis Geschenk oben drauf.
Was das ist, hängt davon ab, für welche Kamera ihr euch interessiert. Schaut einfach mal vorbei. Und wenn ihr noch ein paar Zusatzinfos zu den Kameras wollt, zu ein paar Kameras von Insta360 haben wir schon eigene separate Videos gemacht. Auch die verlinken wir euch unten. Und ich paddel jetzt mal weiter dem Sonnenuntergang entgegen. Am nächsten Morgen haben wir beim einsetzenden Regen den Campingplatz verlassen, um uns auf die Suche nach Sonnenschein zu machen. Da der Wetterbericht für die nächsten 10 Tage in der gesamten Region fast ausschließlich Regen vorhergesagt hat, sind wir dann tatsächlich bereits in Richtung der spanischen Grenze aufgebrochen. Und jetzt sind wir hier in einem kleinen spanischen Dorf, kurz hinter der Grenze und stehen hier auf einem Stellplatz. Einem offiziellen, kostenlosen Stellplatz mit Fähr- und Entsorgung und sogar einem Stromanschluss. Wir hatten hier gestern einen schönen sonnigen Tag und haben die Aussicht auf das Dorf und die Storchennester im Hintergrund genossen. Allerdings hat es auch hier inzwischen angefangen zu regnen und der Wetterbericht für die nächsten Tage ist alles andere als vielversprechend. Kein Schnee und Eiseskälte, wie ihr sie wahrscheinlich gerade in Deutschland habt, aber eben sehr, sehr viel Regen in den nächsten Tagen. Da werden wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen und was wir in den nächsten Tagen machen. Dazu gehört aber nicht mehr, den Ladebooster auszutauschen, denn das hat Dirk schon gemacht. Uns ist aufgefallen, dass wir das noch gar nicht im Video gezeigt haben, aber wir haben den bereits vor, ich glaube, inzwischen 3 Wochen in Zagreb ausgetauscht. Wir mussten ihn im Internet bestellen, da wir lokal keinen bekommen konnten. Und wir haben wieder den gleichen genommen, den kleinen von Votronic, weil eben kein anderer größerer in das Elektrofach mehr passt und wir jetzt auch on the road keine Lust hatten auf eine größere Operation. Hoffen wir mal, dass der jetzt hält. Ja, absolut. Und zu der Frage, was wir jetzt machen, wenn es tatsächlich 10 Tage lang regnet. Eine Überlegung ist, dass wir jetzt nochmal für die nächste Woche ein Q&A-Video filmen. Nach unserem letzten Q&A sind ja noch eine ganze Reihe von Fragen von euch offen geblieben und wir könnten euch auch mal wieder updaten, was unsere Reisepläne für die nächsten Wochen und Monate angeht, denn da hat sich natürlich wieder ein bisschen was an Änderungen ergeben. Wir werden jetzt nicht zu Weihnachten zurück nach Deutschland fahren, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Daher, wenn ihr Fragen habt an uns, zu unserer Reise, was auch immer, dann schreibt uns gerne. Schreibt es unten in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail, eine Direktnachricht bei Instagram, ganz wie ihr wollt. Und wir sammeln dann mal wieder und machen dann in jedem Fall noch im Dezember ein nächstes Q&A-Video. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Video jetzt. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und mümmelt euch gemütlich auf dem Sofa ein. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich einmal rausgehen und einen Regentanz aufführen, nein, einen Sonnentanz aufführen, in der Hoffnung, dass der Regen verschwindet. Habt einen schönen 3. Advent. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit schon wieder rennt. Ich hoffe, ihr habt all eure Weihnachtsgeschenke schon beisammen. Wir machen uns dieses Jahr ausnahmsweise ein paar größere Geschenke. Da warten spannende Dinge auf uns in Deutschland. Dazu erzählen wir euch an anderer Stelle mal ein bisschen was. Jetzt würde ich sagen, viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Es ist sehr beautiful hier. So beautiful wie du. Nicht durch die Muscheln gehen. Ganz normal.